Woran denkst du, wenn du das Wort Energiewende hörst? Vielleicht geht es dir wie vielen anderen und dir kommen zuerst Windräder und Elektroautos in den Sinn. Das ist nicht verwunderlich, denn in der öffentlichen Diskussion stehen bei der Energiewende die Versorgung mit Strom und die Mobilität der Zukunft im Vordergrund. Doch ein weiterer wichtiger Bestandteil der Energiewende ist, neben der Strom- und Verkehrswende, die Wärmewende. Im Laufe des Videos wollen wir erläutern, warum es sich lohnt, auch die Wärmewende stärker in den Fokus zu rücken. Zunächst schauen wir uns an, wie viel Wärme wir benötigen. Im Gesamtenergieverbrauch Deutschlands 2018 betrug der Anteil für Strom ca. 20% und der Anteil für Mobilität ca. 30%. Wärme und Kälte machten etwa 50% aus und bildeten damit den größten Anteil. Hierzu zählen zum Beispiel Heizungen, Klimaanlagen und Warmwasser. Weiterhin wollen immer mehr Menschen eine größere Wohnung haben, wodurch die Pro-Kopf-Wohnfläche steigt. Um diese zunehmende Wohnfläche zu beheizen, wird wiederum mehr Energie benötigt. Und wie setzt sich unser Wärmemix in Deutschland zusammen? 2019 stammten ca. 43% aus Erdgas, 14% aus Erdöl und 9% aus der Kohle. 13% der Wärme wurde mittels Strom erzeugt und 7% war Fernwärme, welche aus nicht erneuerbaren Energien gewonnen wird. Nachhaltig erzeugte Wärme aus erneuerbaren Energien erreichte einen Anteil von nur 12%. Es gibt also noch viel zu tun, heute und in Zukunft, und das aus guten Gründen. Aktuell wird noch zu einem Großteil mit fossilen Energieträgern wie Erdöl, Kohle oder Erdgas geheizt. Eine Wende hin zu mehr erneuerbaren Energieträgern und mehr Energieeffizienz würde durch die Reduzierung des CO2-Ausstoßes zum Klimaschutz beitragen. Weiterhin würde eine Verringerung des Einsatzes fossiler Energieträger die Abhängigkeit von Energieimporten reduzieren. Denn erneuerbare Energien wie beispielsweise Solarthermie und Geothermie ermöglichen eine regionale Wärmeproduktion, wodurch lange Transportwege vermieden werden können. Im Bereich der Wärmenutzung gibt es, wie bei der Stromerzeugung, verschiedene Möglichkeiten, erneuerbare Energien einzubeziehen. Besonders die Bioenergie in Form von Biomasse sowie Klär- und Deponiegas sind eine Möglichkeit. Eine wichtige Rolle spielen zudem die Solarthermie, die Wärme, die die Sonne abstrahlt, und die Geothermie, also die Erdwärme. Diese können sowohl direkt am Ort der Erzeugung genutzt, als auch in das Fernwärmenetz eingespeist werden. Ein besonders wichtiger Aspekt der Energiewende ist die effiziente Nutzung der Energien. Effizienz bedeutet, das Verhältnis von Aufwand und Nutzen möglichst gering zu halten. Wir kennen das bei der Mobilität, etwa durch bessere Antriebe, oder im Stromsektor, wo beispielsweise der Stromverbrauch vieler Haushaltsgeräte immer weiter gesenkt wird. Auch bei der Wärmewende wird über die Verbesserung der Effizienz nachgedacht. Zunächst geht es darum, den Wärmeverbrauch möglichst gering zu halten, etwa indem wir die Heizung herunterstellen oder wir kürzer und weniger heiß duschen. Neben der Gestaltung des Alltags ist die Beschaffenheit und die Ausstattung von Gebäuden wichtig. Gute Ansätze sind beispielsweise die Dämmung von Fassaden oder eine großflächige Fußbodenheizung, die weniger hohe Vorlauftemperaturen benötigt. Diese Maßnahmen können im Neubau gut umgesetzt werden. Komplexer wird das Thema Wärmewende bei bestehenden Gebäuden. Die Kosten für eine Wärmesanierung im Bestand sind sehr hoch. Zudem wohnen die meisten Menschen in Deutschland zur Miete. Das bedeutet, dass sie nicht eigenständig über die Wärmeversorgung des Hauses entscheiden können. Das heißt jedoch nicht, dass wir nichts tun können. Ganz im Gegenteil. Ein guter Anfang ist, sich und andere zu informieren und auf das Thema aufmerksam zu machen. Wichtige Gesprächspartnerinnen und Partner sind dabei nicht nur Entscheidungsträgerinnen und Träger aus der Politik vor Ort oder Vermieterinnen und Vermieter, sondern auch der Bekannten- und Familienkreis. Von kürzerem Duschen über Strickpullover statt Heizung auf höchster Stufe bis hin zu größeren Investitionen in Heizsysteme oder Sanierungen. Viele Wege hin zu einer nachhaltigen Wärmeversorgung sind denkbar. Damit die Wärme von morgen klimafreundlich wird, fangen wir heute an.